Guten Morgen und willkommen auf meinem zweiten Tag nach Finisterre. So, ich habe jetzt in Negrera Stopp gemacht und heute steht mir hoffentlich nur eine sehr kurze Etappe von 13,5 Kilometern bevor, weil es dort eine richtig schöne Unterkunft gibt und weil ich die Etappe ein bisschen aufsplitten will. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was mich heute auf dem Weg erwartet. Also, lass dich überraschen und bleib dran. Da ich heute ja nur eine kurze Etappe habe, war ich eine der letzten, die die Alberge verlassen hat. Ich habe mir richtig Zeit gelassen, habe versucht auszuschlafen, wobei das nicht so wirklich möglich war, da die Leute schon ab 5 gepackt haben. Und ja, ganz fit bin ich nicht, aber hoffentlich muss ich nicht so weit laufen. Ich habe aber kein Bett reserviert, deswegen ist immer noch ein Risiko dabei, dass ich weiterlaufen muss. Hier dieser Gratis-Supermarkt, den kann ich dir wirklich empfehlen. Da war ich gestern und die haben eine super Auswahl. Ich habe dann gestern Abend auch mal selbst gekocht. Und zwar Knoblauchaal mit Tomatensalat. Oh, guten Morgen, ihr Süßen. Oh, es geht wieder ganz schön berghoch. 6% Steigung, 3 Kilometer. Wow, so eine schöne Lichtstimmung. Und hier ist eine alte Kapelle, aber da führt der Weg lang. Schön, dass ich den Berg mit den 3 Kilometern Länge nicht komplett hinauf musste, sondern nur ein ganz kleines Stück. Ich liebe einfach diese mystischen Wälder hier in Galicien. Das ist so schön. Gestern hätte ich übrigens auch ohne die Hilfe bzw. die Reservierung bei der Ankunft von Irina ein Bett bekommen. Es waren sogar noch Betten frei in der Unterkunft. Also hoffe ich mal, dass ich mir hier keine Sorgen machen muss und einfach spontan losgehen. Aber jetzt die Unterkunft, wo ich heute hin möchte, das ist nur eine ganz kleine Unterkunft. Die hat, glaube ich, nur 14 Betten. Ich hoffe trotzdem, dass es klappt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele gar nicht so eine kurze Etappe wählen, sondern viel weitergehen. Und dass es deswegen dann mit meinem Bett klappt. Und die Alberge hatte mir Benny empfohlen, der war schon dort. Und der war super begeistert. Und gestern am Supermarkt, als ich für mein Abendessen eingekauft habe, ist mir Roberto Antonio nochmal begegnet. Das ist der Pilger, der die schönen Wachsstempel verteilt. Und ich bin gespannt, ob ich ihn heute auch wieder sehe. Wir werden sehen.
Und gestern Nachmittag hatte ich noch so eine tolle Unterhaltung mit Irina. Es hat richtig Spaß gemacht, sich auszutauschen. Und wir haben über sehr Persönliches geredet. Und ich finde es einfach Wahnsinn, wie schnell man hier auf dem Jakobsweg mit den Leuten eine sehr enge Verbindung aufbaut. Ich hoffe, dass ich sie nochmal wiedersehen werde hier auf dem Weg, weil sie will heute eine viel größere Etappe gehen wie ich, weil sie ein bisschen Zeitdruck hat. Und somit werde ich sie mit Sicherheit nicht mehr einholen, aber im Juli kommt sie bei mir in die Gegend und ich hoffe, dass es dann mit einem Treffen klappt und einem Wiedersehen. Das wird mich auf jeden Fall super freuen, weil sie ist so ein toller Mensch und es hat wirklich Spaß gemacht. Und allgemein muss ich sagen, dass mir die Menschen, die ich hier bisher auf dem Jakobsweg kennengelernt habe und mehr Zeit mit ihnen verbracht habe, alle sehr ans Herz gewachsen sind. So viele tolle Persönlichkeiten und es ist einfach Wahnsinn. Ich glaube, das kommt halt auch einfach durch die Offenheit, wie man auf dem Jakobsweg miteinander umgeht und dass man sich gegenseitig hilft. Und schade, dass es im normalen Alltag nicht so ist wie auf dem Jakobsweg. So, die ersten 4 Kilometer habe ich geschafft und jetzt habe ich einen bequemen Stein gefunden, auf dem ich meine Matepause mache. Und ich muss jetzt ein bisschen sparsamer mit dem Mate umgehen, weil ich nicht mehr so viel habe und es zumindest noch bis zum Ende des Wanderns reichen soll. Aber das wird knapp. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich hier im Supermarkt auch was finde, aber könnte schwierig werden. Auf den Kanaren bekommt man es, aber ob man es im spanischen Festland auch kriegt, ich habe keine Ahnung. In der nächsten größeren Stadt werde ich mal schauen. Während ich meine Matepause gemacht habe, habe ich eine Nachricht von Irina erhalten, dass sie Glück hatte und Roberto Antonio getroffen hat und nun auch stolze Besitzerin von so einem tollen Stempel ist. Und ich freue mich für sie, dass es geklappt hat. Ich bin zwar jetzt erst den zweiten Tag auf dem Weg nach Finisterre, aber selbst dieses kurze Stück hat sich schon wahnsinnig gelohnt, weil das einfach so schön ist. Und solltest du genug Zeit haben, kann ich dir wirklich empfehlen, den Weg nach Finisterre zu Fuß zurückzulegen. Dadurch, dass ich so spät gestartet bin, habe ich den Jakobsweg fast für mich alleine. Und das finde ich wirklich schön. Ich kann das richtig genießen. Einfach so gemütlich vor mich hin zu laufen und meine Gedanken einfach treiben zu lassen und auszusortieren. Und ja, es macht einfach Spaß. Und dieses Vogelgezwitscher in diesen traumhaften Wäldern, da kommt der Geist echt zur Ruhe. Hello again! My friend. Yes, hi! How are you? Corazón. How are you?
So, ich habe jetzt eine lange Pause mit Roberto Antonio und seinem Freund gemacht. Und jetzt geht's weiter. Und sobald ich wieder Handyempfang habe, den habe ich hier nämlich nicht, werde ich meine Alberge anrufen und versuchen, ein Bett für mich zu reservieren. Drück mir die Daumen, dass es klappt, weil es ist inzwischen schon 11 und ich habe keine Lust, 20 Kilometer zu laufen. So, ich hatte jetzt wieder Internetverbindung und habe auch direkt jemanden erreicht. Und ich habe ein Bett für heute Nacht. Ich freue mich. Und die Alberge ist so schön mit einem schönen Garten. Ich werde einfach entspannen, ein bisschen lesen und den Tag ruhig ausklingen lassen. Der Anstieg hat mich jetzt ganz schön aus der Puste gebracht. Wenn man erst startet und dann direkt so einen Anstieg hat, ist es immer schlimmer, wie wenn man schon lang gelaufen ist. Und das ist jetzt verdammt heiß geworden. Ich muss die Beine von meiner Hose abmachen, wenn ich die nächste Gelegenheit dazu habe. Und ich hatte ja vorhin auch erzählt, dass mein Mate langsam zur Neige geht. Und Roberto Antonio hat mir erzählt, dass es sowohl in Finisterre als auch in Muxia Mate zu kaufen gibt. Also, juhu! Ich muss dann nicht ohne Mate weiterreisen. Das macht mich glücklich. Ich werde zwar vorab schon mal in C, das ist ein bisschen größere Stadt, und Oliveira oder wie die Stadt heißt, wenn ich da einen großen Supermarkt sehe, schon mal nachschauen. Weil es könnte knapp werden, aber spätestens in Finisterre sollte ich also fündig werden. Also ist dieses Problem auch gelöst. So gut wie. Und ich finde es wirklich toll, dass der Weg heute durch diese traumhafte Natur geht, weitgehend. Es ist einfach schön, in der Natur zu sein. Es tut so gut. Anscheinend kommen wir jetzt in einen Ort. Mal gucken, ob ich da ein spätes Frühstück bekomme. Ansonsten habe ich mir gestern im Supermarkt noch Müsli-Riegel mitgenommen. Also verhungern tue ich nicht. Wie süß ist das denn? Hosenbeine sind ab. Jetzt geht es mir gleich viel besser. Ich liebe diese Mauern überall. Das schaut einfach so cool aus. Cool, das schaut aus wie ein Tunnel. So schön. Und hier gibt es eine Cafeteria und Alberge. Da werde ich jetzt gleich mal frühstücken. So, mein spätes Frühstück war sehr lecker. Es gab mal wieder Tortilla und daran kann ich mich aber auch nicht satt essen. Von daher passt das vollkommen für mich. Ich muss ja aufpassen wegen den Stufen, dass ich nicht runterfalle. Und ich habe jetzt noch circa 5 Kilometer vor mir, die ich jetzt ganz entspannt gehen werde. Und dann entspanne ich einfach in meiner schönen Herberge. Und darauf freue ich mich schon. Einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen, mal einen nicht so langen Tag zu haben. Hier hätte es auch noch eine weitere Bar gegeben. Also Auswahl hat man. Und es geht wieder ein bisschen bergauf und noch ein bisschen weiter bergauf. Das war eine schöne Aussicht. Ich werde jetzt ganz schön von der Sonne gebraten. Nur gut, dass es nicht mehr weit ist. Ich bin so froh über die kurze Etappe heute.
Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Morgen werden es dann wahrscheinlich wieder so um die 20 Kilometer, aber einfach mal ein ruhiger Tag dazwischen. Tut gut. Ich hatte gehofft, hier gibt es wieder Schatten, aber Fehlanzeige. Und der Pilger vor mir, mit dem habe ich mich gerade unterhalten, der ist heute Morgen in Santiago gestartet und überlegt, tatsächlich noch 10 Kilometer weiter zu gehen, also 40 Kilometer. Krass. Ich würde das nicht packen und deswegen Respekt für so eine Leistung. Respekt auch an Irina, die heute 28 Kilometer machen will. Das ist echt viel. Ach, hier wo ein bisschen Schatten, aber der hört schon wieder auf. Mist. Wie gemein. Ich will mehr Schatten. Gestern bin ich nicht mehr dazu gekommen, mein Video zu beenden, da ich das letzte Stück dann mit dem Pilger, der eigentlich noch 12 Kilometer laufen wollte, gegangen bin. Das war Finley aus Dänemark und nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich heute zu so einer wunderschönen Unterkunft möchte, hat er dann langsamer gemacht und hat auch hier eingecheckt und ja, die Unterkunft ist wunderschön. Ich habe dir vorher noch die Videos eingeblendet. Und ja, ich war dann einfach in der Hängematte gelegen und habe relaxed und auch ein paar schöne Unterhaltungen gehabt. Abends ein gemeinsames Essen mit den anderen Pilgern genossen und da kam ich einfach nicht mehr dazu. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasse mir einen Kommentar und wenn du meine weitere Reise nach Finisterre und Muxia verfolgen willst, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao.